Es geht weiter in Encased. Wir haben, ich schätze mal, das Relikt erreicht. Mhm. Und Dr. Ronald Steele steht schon da. Gucken wir, das wird daherkommen. Auf dem Terminalmonitor steht Systemverriegelung. Okay, ja gut, das ist doch defekt. Ich habe nicht viel mehr erwartet als das. Hier sind wieder einige Türen, ne, die wir erstmal durchsuchen könnten. Auch wenn hier einiges im Blut ist, ist anscheinend keiner mehr hier lebendig. Was? Hier sind Leute. Aber die sind nicht böse. Zumindest noch nicht. Zwingenderweise. Moment, bin ich noch gar nicht beim richtigen Relikt? Okay. Alles klar. Das wird noch ein bisschen größer hier. Untersuchen wir erstmal die Türen und Kisten hier. Streichhölzer. Guck mal, sowas kann man immer gebrauchen, oder nicht? Aha. Skillbuch. Gesperrt. Gesperrt gibt's nicht. Müssen Dietrich benutzen. Nutze ich Dietrich, ist okay. Und da war nichts drin. Naja, gut. Ich meine, das Aufknappen trotzdem Erfahrung, ne? Okay. Oh, das Ding ist so schwer zu öffnen. Das kriege ich sogar mit einem hier... Kriege ich nicht auf, aber mit der Serverrüstung und dem Brecheisen ist das kein Problem. Ah ja, sehr viele Patronenhülsen. Das ist ja für uns ganz gut, weil wir können die ja immer so schön selbst craften, die Munition. Eine Schaufel. Einige andere nützlicher Kram. Und ein Stromkreis Terminal 2. Okay. Ich schätze mal, die müssen wir für irgendwas hier alle aktivieren, ne? Ich hoffe, die müssen nicht in der Reihenfolge aktiviert werden. Ich habe es gerade schon versaut oder so. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Ich kann gerade noch nicht wieder Muskelpower benutzen. Sehe ich das richtig? Ja, doch, kann ich wohl. Gut. Jetzt zumindest wieder. Ein Pulsar. Eine Energiekanone, die einen Strahl exotischer Teilchen verschießt, die die Stabilität der Materie stören. Eigentlich ist es eine kompakte Variante der Supernova, okay. Ein weiterer Reliktsplitter. Weiß aber nicht, ob die mit anfangen kann. Ich nehme sie einfach alle mit. Hier ist anscheinend offen immerhin mal. Jo, da ist auch ein Psionik-Handschuh Torpedo drin. Dieser Handschuh wurde nach der Entdeckung des psio-elektrischen Effekts entwickelt. In einem Magnetfeld können Psionenstürme geladene Teilchen erzeugen. Und wir können hier psionische Waffen upgraden, okay. Was ist das schon alles hier finden, ne? Kleber und Dokumente, meinetwegen. Das ist ein leerer Reliktbehälter. Ist er wirklich leer? Ja, okay. Ey, ja, man kann ja mal gucken, ne? Okay. Den Mob nehme ich nicht mit, aber das Desinfektionsmittel und so weiter, da kann man dann was mit craften. Das ist gar nicht so verkehrt meistens. Oh, ein neuer Helm, ein Arbeitshelm. Ein im Allgemeinen überraschend guter Helm aus Kunststoff, obwohl man nur selten ein Exemplar mit einer funktionierenden eingebauten Taschenlampe findet. Okay, gibt andere Resistenzen und so weiter, aber hey, warum nicht? Ich habe immer noch ein bisschen Platz zum Tragen, auch wenn es langsam knapper wird. Ein bisschen Artox-Gegengift und medizinische Notizen haben wir gefunden. Tagebuch. Tag 5. Mehrere Arbeiter haben sofort angefangen, über Kopfschmerzen zu klagen. Kohlenmonoxid? Ich habe Schmerzmittel verschrieben und werde sie im Auge behalten müssen. Tag 7. Noch mehr Beschwerden über Kopfschmerzen. Manche Patienten reden Unsinn und berichten von akustischen Halluzinationen. Leichte Schlaganfälle? Schlafmangel? Dies bedarf weiterer Untersuchungen. Tag 10.
Ein paar Patienten weisen obsessives Verhalten in Form von repetitiver Handlung auf, ähnlich wie bei einer Zwangsstörung. Eine Gehirnentzündung? Die Untersuchung ergab abnormale Veränderungen in der Iris des Auges. Tag 15. Patienten werden aggressiver. Einer hat eine Krankenschwester angegriffen. Es wurde nun alle Patienten isoliert und den gewalttätigsten wurde ein Antipsychotikum verabreicht. Das Management hat sich endlich dazu entschieden, die Arbeitsschichten zu verkürzen. Tag 21. Die Patienten haben sich allmählich beruhigt, ihnen fehlt aber immer noch der Bezug zur Realität. Ihre Rhetorik fehlt jeglicher Zusammenhang, ihr Zustand gleicht einer Katatonie. Symptome treten nun nicht mehr an, schließlich bei denen auf, die unmittelbar an der Ausgangsstätte arbeiten. Ich werde den Ausruf einer Quarantäne beim Management beantragen. Okay. Hat da wahrscheinlich ein paar Wochen gedauert, bis jemand gemacht hat, wa? Und da war es schon zu spät. Viel zu spät. Ja, Klebeband ist was zum Craften immer ganz nice. Und Speichern, das ist für meinen Seelenheil ganz nice. Hier macht so ein komisches Geräusch, so mechanisches, das macht mich auch schon wieder wahnsinnig. Okay. Beleuchtungssteuerkonsole, der Ausgrabungszone und der Stromkreis Terminal 1. Die machen wir auch mal an, weil wir den zweiten auch angemacht haben. Ach, siehst du, guck mal. Ah, ja. Ich hätte wahrscheinlich erst die Beleuchtung einschalten können, wenn ich alle drei Terminals für den Stromkreis angemacht habe, weil hier ist es nämlich hier so ein Lämpchen angegangen. Jetzt haben wir da 2 von 3 an. Und hier oben ist schon das letzte. Gut. Glasfaserkabel. So, was hat ihr so zu sagen? Ronald versucht ruhig zu wirken. Beinahe schafft er das sogar. Seine Augen ist in die Erschöpfung allerdings anzusehen. Ja, brauchen Sie Hilfe? Frage ihn, ob er dir bei der Suche nach dem Relikt hilft. Der Wissenschaftler nickt in Richtung Louise. Wollen Sie etwa, dass ich durch die Ausgangsstätte schleife? Wie wäre es damit? Sobald Sie das Relikt gefunden haben, werfen Sie einfach einen kurzen Blick darauf und rufen Sie mich sofort an. Okay. Frage nach, wo du nach dem Relikt suchen sollst. Ich denke mal, das ist das große Ding da hinten gewesen, aber... Sie blickt auf das Display in seinem Handheld-Gerät. Das Wellenmuster hat sich gelegt. Es sollte also so gut wie keine natürlichen Hindernisse zwischen uns und der Strahlungsquelle liegen. Sie können ungehindert nach ihr suchen. Wir sind nah dran. Finde raus, wie es Louise geht. Ronald bewegt den Schein seiner Taschenlampe über das Gesicht des Lenkers. Mit leerem Blick versucht sie, dem gelben Licht zu folgen. Sie schaltet die Taschenlampe aus. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich glaube, dass es hier schlechter geht. Goodbye. Okay. Das kann ich doch bestimmt auch scannen hier, oder? Nee, kann ich tatsächlich nicht scannen. Wäre ich jetzt von ausgegangen, ehrlich gesagt. Aber nö. Ach, guck mal, hier sind auch nochmal Terminals. 1, 2 und 3. Mal gucken. Wir gehen erstmal hier hoch. Sehr hilfreich ist das Ziel jetzt gerade nicht, aber soll er zumindest auf die alte aufpassen, das ist okay. Ich sehe, es ist hier nämlich 3 Lichter an. Das heißt, das Ding können wir wahrscheinlich jetzt bedienen. Hier ist nichts drin. Hier ist ebenfalls nichts drin. Und hier ist einfach nur ein umgekippter Server. Den kann ich wahrscheinlich auch nicht scannen, oder? Doch, den kann ich scannen. Nice. Ein Hauptrechner. Schauen wir erstmal hier rein, bevor wir uns diese Stromkreisen hier zuwenden. Ich denke mal, ich muss irgendwas mit denen machen. Um zum Relikt zu kommen oder so. Mehr ist hier nicht. Das ist ja nicht der geilste Ort bisher gewesen. Hier ist ein Aufzug. Ob der wohl ganz rausführen würde hier? Ein Ausweg wäre schon mal super, ehrlich gesagt. Hülsen. Hülsen, Hülsen. So, drücken wir mal hier drauf. Piep. Schöne Reihenfolge. 1, 2, 3. Und dann gucken, was passiert. Ich weiß nicht, was ich tue. Das beunruhigt mich auch ein wenig, aber klingt irgendwie gut, oder?
Grünes Licht ist doch gut. Alles klar. Ist hier hinten irgendwo was passiert? Bei dem anderen Ring? Sieht nicht so aus. Aber da müssen wir wahrscheinlich erstmal hingehen, um zu gucken, was da los ist. Jetzt kann ich scannen. Ah ja. Kaputte Reliktkugel. Aber wozu ist denn die Konsole noch gut? Mal gucken. Enabling lighting in the excavation zone. Damage to power system detected. Start the emergency generator. Okay. Ich hoffe, die Leute da werden gleich nicht alle wahnsinnig und greifen mich an, weil so viele kann ich auch nicht besiegen. Und wir gehen jetzt mal da runter, nachdem wir gespeichert haben, wie sich natürlich versteht. Und schauen uns das Ganze mal genauer an. Ich denke mal, da hinten ist das Relikt, das wir versuchen. Du da, bist du vielleicht der Typ? Oh, was ist das? Oh, ich sterbe. Nein. Okay. Sobald ich da runterlaufe, werde ich von irgendeiner Strahlung getroffen und fange an zu sterben. Bist du der Typ aus der blauen Abteilung, den wir noch nicht gefunden haben? Aber wenn ich mit dir rede, sterbe ich. Ich kann nicht mit dir reden. Okay, irgendwas mache ich jetzt noch nicht richtig, weil wenn ich jetzt rauslaufe, hier sterbe ich auf jeden Fall, weil ich habe sofort irgendeine Strahlung abbekommen und da so direkt Damage genommen. Hilf mir. Forgot something. Frage ihn, ob es irgendwas gibt, was du über das Relikt wissen solltest. Der Kill zögert kurz, bevor er antwortet. Nichts, abgesehen von einem seltsamen Bereich, den ich im Güterraum gefunden habe. Er wurde von einem Physiologen aus Nashville erstellt, der die Symptome des Halo-Auges an sich selbst diagnostizierte. Ronald kaut auf seiner Unterlippe herum. Er sieht dir in die Augen. Der Autor des Berichts erwähnte, dass sie etwas Lebendiges in der Höhle gefunden haben. Das Relikt habe mit ihm kommuniziert und ständig weitergeredet, bis er völlig den Verstand verloren hat. Ein Hauch von Zweifel macht sich im Stils schiefen Lächeln bemerkbar. Nehmen Sie diese Halluzination nicht für voll. Behalten Sie es einfach im Hinterkopf. Das hilft mir jetzt nicht wirklich. Okay, jetzt bin ich auf dem Schlauch so ein bisschen. Weil mir keiner mehr wirklich helfen kann. Gefühlt. Ich habe alle von diesen Dingern angemacht. Ich denke mal, das war auch richtig. Ich schaue mal, ob ich die wieder ausmachen kann. Wenn man die wieder ausmachen kann, könnte dann ein Rätsel hinterstecken. Wenn die anbleiben... Gut, es könnte auch sein, dass man die wieder ausmachen kann. Das steckt kein Rätsel dahinter, aber... Attention. Power circuit already on. Okay. Na gut, das Spiel sagt mir ganz deutlich, nein. Das war bisher eigentlich alles richtig, was du gemacht hast. Die Frage ist, was mache ich jetzt noch nicht, was ich machen müsste? Das bringt alles nichts, mir das anzugucken. Ich meine, wie gesagt, die Strahlung tötet mich halt. Hier. Von der Dunkelheit verschlungen. Sobald ich da bin, fange ich an Schaden zu nehmen. Ich riskiere trotzdem mit dem Typen hier zu reden. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht Schaden während der Konversation. Doch. 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 Okay. Ein Grund, das Spiel zu laden. Ich wollte es nur eben rausfinden. Was sollen wir hier machen? Ich kann mit dem Typen nicht reden, weil dann heißt es auf Wiedersehen. Schönes Leben. Aber ich kann ja auch nichts machen jetzt, oder? Das Ding habe ich schon neu gestartet. Warning. Damage to power system detected. Start the emergency generator. Soll ich den starten oder startest du den? Liebe KI-Stimme.
Und wenn ich ihn starten soll, dann von wo aus? Das wäre nämlich so ein bisschen die Frage. Weil ich sehe hier gerade keine Möglichkeit, irgendwas zu starten. Kann ich die Dinger wieder ausmachen? Nee, ne? Nein. Okay. Du bist hier defekt gewesen. Was machen gerade diese großen maschinellen Geräusche hier manchmal? Das Ding ist ja auch defekt. Okay, Spiel. Jetzt bin ich tatsächlich hier erstmal in diesem Spiel zum ersten Mal so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich schätze, dass es eine Form von Rätsel sein könnte. Ich gucke, ob das Questlog mir helfen kann. Der Neustart des Stromkreislaufs hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Das Stromnetz der Station wurde zerstört. Aber in der Höhle gibt es einen Notstrom... Ah, okay. Ich schätze, ich muss mit der HP, die ich habe, diesen Notstromaggregator finden, ihn anschalten und wieder rausrennen, oder? Ich muss da rein. Aber halt bis zum Notstromaggregat. Aber wo ist das Notstromaggregat? Hier. Ich schätze, das hier ist das Notstromaggregat, oder? Das sieht zumindest so aus wie eins. Nein, da ist auch so ein Ding. Okay, wir haben mehrere solche Dinger. Also ob das wirklich das ist, was ich suche, weiß ich nicht. Dass die hier nicht sterben. Hier geht's ja anscheinend prächtig. Nun ja. Ich versuch's einfach mal. Ich habe ja gespeichert, ne? Renn! Das ist ein mobiler Generator, das könnte stimmen. Moment. Ah, ich verstehe, glaube ich, was. Halt! Nein, nein, geh da wieder hin. Ja, ja. Solange ich im Licht stehe, werde ich davon nicht betroffen. Okay, ich verstehe es. Ich muss mich von Lichtquelle zu Lichtquelle bewegen. Und hier habe ich ja schon Lichtquellen. Und ich kann die Generatoren auch anmachen, diese mobilen. Also diesen Notstrom habe ich wahrscheinlich schon angemacht jetzt. Und das ist die Lampe, die angegangen sind dafür. Aber ich kann auch diese Zwischenstationen hier aktivieren. Dass sie alle einen Namen haben. Die Figur ähnelt nur vage einem Menschen. Der Körper ist mit Schmutz bedeckt und windet sich, bleibt dabei aber an einer Stelle stehen. Ein orangenes Schimmern dringt aus dem Iris seiner Auge, und das Weiße darin wirft ein unheimliches Licht auf ein schmutziges graues Gesicht. Finde den Namen der Person raus. Die leuchtenden Augen mit ihren pulsierenden Iris beobachten dich, während ein ängstlich flehender Ausdruck in ihnen liegt. Okay, keine Ahnung. Wir müssen jetzt also von Licht zu Licht laufen. Ja, siehst du, hier im Licht bin ich sofort wieder safe. Aber bist du der Typ vielleicht? Ich denke mal, er ist der Typ, den wir... Weil er ist der Einzige, der keiner von den Arbeitern hier ist, ne? Aber der ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Hier ist das Licht doch an jetzt, oder? Das heißt, ich kann hier durchlaufen. Oder auch nicht. Das Licht wäre hier an. Oh, shit. Das kann ich auch nicht anmachen. Das ist schlecht. Oh, ich bin gleich tot. Ich muss mal eben Medikit spritzen, sonst komme ich da nicht an, glaube ich. Hier ist immer noch Schaden. Dann bin ich jetzt tot. Hier nicht mehr. Wow, ich habe noch 1 HP. Also entweder man wird auf 1 HP reduziert, oder ich bin jetzt exakt im letzten Moment rechtzeitig angekommen. Ich frage mich, was von beiden der Fall ist. Ich speichere jetzt nochmal nicht, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt gut war, wie ich hierher gelaufen bin. Aber ich kann es mir schon mal angucken, das Ding. This amber orange ball hovering above the scientific equipment connected to it seems to be the reason for what happened in Nashville.
You can feel the waves of anomalous radiation emanating from it with your whole body. A pleasant tingling rolls through your skin, and each wave fills your head for a mere moment with strange, rapidly fading images. Without taking your eyes off the sphere, you move closer. Scannen das Relikt erstmal. You aim your scanner at the artifact's glowing surface, but the device will not function. Only a sine curve is quivering spasmodically on the monochrome screen. You suddenly begin to feel numb. The prickling in your hands and the anomalous radiation pressing against your head grow weaker, but a frightening sensation rises in their stead. An unknown force detaches you from your body and takes you up into the cool, ringing silence. The maelstrom hanging above Nashville embraces you. All of your consciousness unfolds like a giant canvas, hurling you into a dark auditorium. You see the maelstrom swirling over Nashville. Pulling you from the crumbling walls of the base, it lifts your mind above the world. It covers the lands of the dome like a gigantic spot, in the swirling shadow of which the lights of human consciousness flicker. Some of them fade away, barely in contact with the maelstrom. Others grow dimmer and blink painfully. Some glow with a strange, cold light. Gaining strength, the maelstrom, rushing westward, comes crashing down onto the southern lands of the dome, leaving behind hundreds of fluttering and slowly fading lights. After sweeping out Concord and Spire Station, the maelstrom finally calms down. It hangs in the very center of the dome, like a majestic, lazily swirling vortex, and your mind rushes about within it like a shining spark. Okay, das war anscheinend ein wichtiger Punkt jetzt, oder? It takes you some time to realize that you're wandering through a fog. Eventually, the dull, white nothingness begins to dissipate, slowly returning you to reality. A noise fills your ears, a rumble resembling the sound of waves rolling ashore. You step carefully through the white haze. Fragile bits of rock crackle under your feet. Vague shadows appear from the mist over your head. Breached concrete plate bristling with exposed armature. The dusty drill of an earth mover lying on its side. Yellowed documents, boxes. Crushed steel closets that tumbled down through gaps in the floor. The space beneath your feet resembles thick but perfectly transparent ice. A vortex of clouds spins slowly below, the lights still flickering. They're the same lights you saw when you first touched the sphere. The lights are actively moving, wandering, gathering. Iridescent, they form both small and large groups, and the desert far below changes, following their pattern. Settlements appear in the north, in the east, in the west, and even in the dull yellow barrens of the south. They grow right before your eyes, as if time were moving ahead at incredible speed. What the hell? Jetzt sind wir alle hier oben im Malstrom und gucken ihn ab, ja? Clara ist auch hier gelandet. Und Aaron. Aus der Tanke. Tim Grinsburg ist auch hier. Und Ronald Steele. Hello? Steels Gesicht, weise, selbstbewusst und konzentriert wie eh und je, scheint von einem unsichtbaren Computerbildschirm angeleuchtet zu werden. Er sieht hoch zu dir und seine Lippen formen ein Lächeln. Sie? Wow, wie amüsant. Ich war mir sicher, dass sie tot sind. Er läuft zu dir und berührt dich mit seiner Handinnenseite, aber du fühlst gar nichts.
Ron blickt enttäuscht rein. Seine unsicheren Gesten lassen vermuten, dass er auch wie du nichts fühlt. Was habe ich mir überhaupt erhofft? Steele schaut dir in die Augen. Wissen Sie, wie unwirklich es sich anfühlt, überlebt zu haben und bei all der psychischen Belastung, die der Malstrom erzeugt, bei Verstand geblieben zu sein? Viele Menschen sind verrückt geworden. Das ist es, was wir gesehen haben. Und was danach in Ankara auf der Westseite der Gruppe passiert ist? Er schaut dir in die Augen. Ich bin gerade in meinem Kopf gefangen, wissen Sie? Aus meiner Sicht sieht es hier wie in einem Rechenzentrum aus, in das mich Louise eingesperrt hat. Wie ironisch. Okay. Da sind auch manchmal große Gesichter, die hier vorbeiziehen und so ein Kram. Clara, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist entkommen. Clara is surrounded with white light and mist, her hands clasped in prayer. She reminds you of an angel statue from some reformist church. Seeing you, her expression changes. She crosses herself, mumbling under her breath. Beruhige sie, sag ihr, dass du kein Geist bist. She nods timidly. Yes, I see. This, both you and this mist, it's all in my head. Clara never moves her gaze off you. I remember you saying, find the car and drive away. Mhm. If I knew you were sacrificing yourself, I would have stayed. If someone frees you from your oath out of generosity or humanity, does that mean the oath shouldn't be fulfilled? I still don't know the answer to it. You see sorrow and grief in her eyes. I only know that I'm an awful wrongdoer. I hope you're in heaven now? Sag ihr, dass du nicht weißt, wo du bist. Ziemlich abgedreht gerade alles, ne? Erstmal klarkommen hier. Clara sighs heavily. I see. Why are you appearing to me? Is this some sort of a sign? Do you know about signs? This is when... Her voice suddenly becomes deep and thick. She drawls as if her words were being played from a corrupted tape. Clara's face alters subtly, as if it had turned to stone. Abbott is very kind to me, but his faith is nothing I could get used to. She says in a dull voice. Okay. Aaron, alter Picknickkumpel. There's no doubt. The funny, scruffy old man standing before you is Aaron Melville, the old man from the gas station. He also recognizes you. A smile wrinkles his already wrinkled face. Ah, it's you. Long time no see, sweetheart. Melville examines you closely. Safe and sound, I see. How'd you pull that off? No one survived where you were heading. The only worst place is the center of the dome, where the spire... Well, you know. Nein. The old man points vaguely upwards with his crooked finger. You're aware, aren't you? The spire is fallen. Now the road's closed. As if folks would want to come here anyway. And here we stay like crabs in a barrel. He thumps his timber leg on the ground, driving the mist away. Don't think that I'm complaining. My business is on a roll. They come and they go. Melville's face seems to petrify. He speaks slowly, but flounders anyway. The gas station can be crowded nowadays. Everybody needs my gas station. Oh, folks went crazy, I tell you. Fighting over nothing. The old man woefully shakes his head. Ja gut, es sind auf jeden Fall Sachen passiert in der Zeit, in der wir hier am Transzendieren sind, sag ich mal. Und irgendwie nehmen wir Kontakt mit den Leuten auf, die aber unten sind, ne? Also die sind ja nicht im selben Maße, wie wir dann transzendiert, sondern jetzt nur kurzzeitig oder so. Oder wir nehmen halt Kontakt mit denen auf von unserer Ebene aus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was hier abgeht, aber okay. Demi Boy? Glad to meet you.
Der Knacke hielt seine Hand, dann, als würde er eine unsichtbare Waffe auf dich richten. Heilige Scheiße. Völlig ratlos sieht er seine leere Hand an. Ginsburg schaut auf und mustert sein Gesicht mit einem misstrauischen Blick. Kenn ich dich? Ja, ich kenn dich. Scheiße, ach du Scheiße. Ich sollte mit dem Scheiß aufhören, diese Brille verbrutzelt noch das Hirn. Er gibt ein plumpes Lachen von sich und zeigt dabei auf seinen Kopf. Frag, wo du jetzt bist. Tim grinst. Woher soll ich das denn wissen, wo du bist? In der Hölle? Zusammen mit Deckern, der Schlampe und diesem pingeligen Bastard? Wie war das der Name? Stallman? Steelman? Ja, genau, Steely. Er wirft die Hände in die Luft, gefolgt von einer Fontäne Dunst. Habe ihm doch gesagt, dass es einen Ausgang gibt. Den habe ich gemacht. Ich habe ein Auto gefunden und wage es ja nicht, mir eine Predigt zu halten. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich musste dort nicht mit dir sterben. Also anscheinend sind alle da entkommen und wir sollen... Also die Leute gehen davon aus, dass wir gestorben sind. Aber vielleicht sind wir gar nicht tot, sondern wie gesagt nur jetzt lange getrennt gewesen. Entweder von unserem Körper oder generell von der Welt. Weil für die ist ja anscheinend die Zeit weitergelaufen. Sein Gesicht verliert plötzlich jeglichen Ausdruck und seine Stimme klingt auf einmal tot und geistlos. Nicht jeder kann Nashville entkommen. Das bedeutet doch etwas, oder etwa nicht, sagt er und starrt sein Gesicht mit seinen gläsernen Augen an. Okay. Diese Gesichter, die hier auftauchen. Gut, mehr ist hier nicht. Bin ich tot? Kann ich wieder runter? Ist mein Körper noch da? A dazzling supernova-like flash sweeps across your view. The lights, frozen in the desert, start to move, and a cloudy funnel begins to slowly trail after them. The funnel spreads out under your feet. Flickering waves of lights drift northward, driven by the winds of a maelstrom. Not just a maelstrom. Maelstrom. Its shadow covers the west and south of the dome, as if it was extinguishing the lights scattered across the desert. Noch mehr Leute. Sebastian van Ulden und Martin Kingsley. Van Ulden looks the same as he did during your first meeting. The same shiny glasses with thin rims, an arrogant expression, and a stopwatch clutched in his hands. Ja, das war der Typ, der uns Scannen beigebracht hatte, als wir unsere Einführung hatten. Auch schon alles relevante Bereiche dann wohl gewesen. He's examining a shred of mist hanging in the air. He's so involved in his research that he doesn't notice you at first. Meeting your eyes, the scientist instantly darts back. Then he comes up to you and begins to palpate your face, hands, and clothes. His fingers seem to sink in your face. Sebastian van Ulden screws up his lips scornfully. Yes, of course. A thought form, like the pink mist, I suppose, or any other similar anomaly. As was to be expected. Also sie scheinen in Wirklichkeit auf verschiedenste Weise zu erscheinen, ne? Sag ihm, dass Concord-zyklische Anomalien nicht die Bedrohung sind, auf die neue Mitarbeiter vorbereitet sein sollten. Frag ihn, ob er immer noch seine Stoppuhr benutzt. Stell ihm eine Frage zur Gedankenform und zur rosafarbenen Nebel. Wir sagen ihm das. For a split second, the scornful grimace leaves the scientist's face. I actually agree with you. The megalo-anomaly of Nashville turned out to be much more dangerous, and the consequences of its appearance disastrous. On the other hand, everything that happened gives us the most plentiful research material. If Russo didn't hamper me, we would have learned Maelstrom's nature a long time ago. He runs his hand over the mist curling around. The scientist loses all interest in you, steps aside, and continues to study the mist. Chef, was ist passiert? A gray-haired man, arms stiff at his sides, stands squinting short-sightedly into the mist. Kingsley is much shorter in person, and older.
He notices you. I never thought we'd meet again. I must thank you. Thanks to your report, I was able to start the evacuation in time. Martin comes closer. You notice small changes in his uniform. Some of the insignia have been replaced by larger patches resembling military chevrons. Kingsley nods as if anticipating your question. Yes, the uniform is new, but the man is the same. Head of Magellan Base. I intended to resign after the incident, but Nakamura decided otherwise. I couldn't argue with her. Nakamura, okay. He surveys the thick mist around you. One thing's certain. You're standing here. That means you're alive. Yes, I know what this is, partly. He looks you in the eye and says, Scientists on the emulator project have been telling us a lot about it. Not everything, of course. Even they don't know what it is. Okay. Also bin ich immer noch am Leben, zum Teil. Na klasse. Ich meine, wenn mein Verstand und mein Geist jetzt getrennt von meinem Körper existiert hat und ich dadurch Zeit geskippt habe, zumindest gefühlt, dann ist ja erstmal die Frage, ob mein Körper dann auch noch existiert oder ob er schon vergammelt ist. You smell quartz and sand tempered in the sun. But as you try to penetrate the dispersing mist, you can't see any desert. The world around you is full of pictures. They're floating around like visions in some crystal ball. A hall covered with carpets. A golden Cronus logo on the wall among wine-red banners. A power plant. A city filled with lights. Mercenaries, soldiers, armored vehicles moving through the cool wasteland in the night. The spire of a temple spire, its searchlight shining into the night sky. White corridors of research complexes. The visions fade one after another until only the last remains. The black silhouette of a strange building towering up from the lighter sand. This picture freezes before your eyes, as if giving sense to everything that came before. Uiuiui. Was ist das alles für Leute? Nakamura, die haben wir gerade von der mal gehört. Kimiko. You hear heels clicking. A dark figure appears out of the mist before you. It's a woman. You've never met her, but you feel as though you've seen her face 1,000 times. You even know the sound of her voice, although you have no idea where you could have heard it. She looks at you with surprise. Then she frowns pensively and steps closer. She stands so close you can see multicolored reflections in her bionic eye. After poking you to confirm your ethereal nature, she waves her hand left to right. Obviously, she's hoping to disperse you like mist. Naturally, she fails. The woman chuckles discontentedly and leaves. The clicking of her heels fades quickly away. Der Abt. Den haben wir auch gehört von Clara gerade, ne? A wizened old man, long and lean as a scarecrow, leans over to examine you with the curiosity of a vulture. His long, yellow-white robes fall down in waves and rustle quietly. His stony black eyes resemble those of a blind man, but their gaze is fixed on you. Such remarkable technology. He says in a low, well-modulated voice. This voice seems to belong to some other person. He smiles, a warm and kindly expression, wildly at odds with the menace in his eyes. Name your price, and I'll buy your design. But be reasonable. Take time with your answer. Think it through. With the smile still fixed on his face, he steps back into the mist, never taking his eyes off you.
Okay. Gut, die Namen sind uns alle unbekannt, soweit ich das sehen kann. Sabal Singh. The mist fades away. You see a short, dark-skinned man with a grim face. He's wearing a brightly colored turban. You take a step towards him, and he strides forward as if to block your way. The ends justify the means, don't they? Have your scientists nothing better to do, Kimiko? He asks, looking upward. The stranger raises his hand, forcing you to stop. He looks up again. We have to be like the Soviet Union and Germany in the late 1930s. Mutual favors, mutual limits, parity. We've always worked on such terms. As he finishes speaking, his lips stop. The man in the turban keeps standing there, a lean figure looking angrily upward. Victoria Legrand. An unfamiliar Legrand. woman steps out of the mist and looks at you with the wandering eyes of a mad person. Das Bild von ihr haben wir, also ich kann sie erkennen, das ist das Krönchen, was sie da trägt, das haben wir auch rumschweben sehen. Also sie muss sehr relevant sein. In der Zeit, die vergangen ist. She's wearing a tall, crudely made tin crown painted with gold powder enamel. She smiles, although on her, this expression is more like an evil grin. She begins to prowl around you in a circle, wary eyes locked on your face. While circling around you, she steps into the mist and stops in place, a vague, distant silhouette. Johann Reisner. The fluctuant white slowly settles. A man and a woman stand before you. The woman rolls her eyes discontentedly. Are you serious? Tuesday, I tell you. Wednesday, I tell you. Thursday. How come I always repeat the same thing? I can't sleep without my pills. You're the man. You're responsible for me. The nightstand. The top drawer. There they are. Oh, my pills. Just say pills before we go to sleep. Is that so difficult, Johann? She pushes him lightly on the shoulder. The man nods automatically, lost in thought. The woman clasps her hands in front of her chest. She's boiling with frustration. I can't depend on you, can I? I haven't been able to relax in years because I have to control the situation for both of us. Johann! Hello! My pills! P-I-L-L-S! Her shouts break through the man's pondering. He comes to his senses and stares at you in surprise. Then he turns to face his companion. Olivia, don't shout. Make a habit of putting your pills on your pillow. Anyway, this isn't about the pills. Olivia falters and points her finger at you. And what is this? Or who is this? Mind telling me, without the never-ending riddles, Johann. Just tell me. Johann gives you an appraising look. Is it Maelstrom? Hobbit's trying out a new device? I don't know, darling. Now, be so kind to take these goddamn pills since you remembered. And if you must yell, do it quietly. I have a migraine. Okay, das erklärt schon, warum der Abt so reagiert hat, ne? Also sowas, was wir gerade hier unfreiwillig machen, würde der wahrscheinlich gerne können. Und der Abt hat anscheinend eine Region um den Maelstrom gebildet. Da sind wahrscheinlich mehrere Fraktionen entstanden in der Zeit, ne? Wo hier alles drunter und drüber gegangen ist. Dazu gehört wahrscheinlich auch, was wir vorher an Leuten gesehen haben hier. The woman flings her arms up fiercely and walks away into the mist. Johann lets her go ahead, then follows. Hieronymus Zemeckis. The fuzzy mist, as if whisked with a mixer, looks like slowly dissolving clouds. A short, chubby little man in a camouflage cap and army shirt steps fussily out of the white. He clasps his hands behind his back and stops a few steps away, scanning you with his gaze. Vivid interest flashes in his eyes. He clears his throat. I'm out of jokes about death. Or about Mr. Christ.
I'm out of jokes about hallucinations. Although hallucinations under the dome aren't any joke, but an everyday reality. The man circles you. His glance bounces from your face to your uniform to your shoes and back. But you are something else. So, let's see. A pre-war haircut, old-time uniform, clean and pressed. Shoes aren't worn out, just got them. He recites with enthusiasm. He frees his plump palm and carefully touches you with one finger. You are ethereal, but light-tight. You respond to my movements. You are not using an image that's familiar to me. You don't look like anyone I know. And your badge says... He raises himself on tiptoes and fixes his eyes upon your badge. The name. Of course. Of course. The name. He flings his arms about and leaves without even saying goodbye. The mist seems to slam shut behind his back, like a pair of wing doors closing. Okay. Was auch immer hier abgeht, ist verdammt crazy. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht das Ende ist von dem, was hier passiert. Und ich möchte jetzt nicht die Folge unnötig überziehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich speichere mal schnell, dass wir nichts verlieren an Progress. Meine Hoffnung, dass es okay ist, hier zu speichern. Nicht, dass ich jetzt irgendwie hier ein Bad Ending gerade durchlebe oder so, oder ein generellen Ending, weil ich das Ding jetzt nicht anfassen dürfen oder so ein Scheiß. Aber ich glaube, was hier gerade passiert, ist wichtig für das, was noch kommen wird. Ich denke, es ist alles auf dem richtigen Weg. Gut, dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich diesen Ort auch irgendwann verlassen können. Es ist ja ganz schön, hier oben rumzuschweben und Informationen zu bekommen, nach so vielen Zeit, die anscheinend vergangen ist. Aber ich würde auch gerne wieder runter. Naja, bis zum nächsten Mal.